Im Jahr 1950 hat Alan Turing vorhergesagt, dass in ein paar Jahren Computer die menschliche Intelligenz überzeugend nachahmen können werden. Ein Test, der heute als Turing-Test gilt, wurde erschaffen. Er selbst nannte ihn übrigens Imitation Game und gleichnamigen Film kann ich hochgradig empfehlen. Dabei führt ein Fragesteller ein Gespräch mit zwei Teilnehmern, die er beide nicht sehen kann, beispielsweise über einen Chat. Kann er am Ende des Tests nicht sagen, welcher von beiden eine Maschine war, hat die Maschine den Test bestanden. Fast forward, im Jahr 2022 hat ein Google-Mitarbeiter behauptet, die Google-KI Lambda hätte ihn überzeugt, menschlich zu sein. Schlagzeilen wurden verfasst. Nur ein paar Monate später kam ChatGPT auf den Markt, das zwar gar nicht menschlich sein möchte, aber Texte verfasst, die von Lehrern und Professoren nicht mehr von denen von einem Studenten unterschieden werden können. Außer natürlich, man nutzt Tools und die helfen einem dabei. Kritik am Turing-Test ist deshalb, der Test prüft nur die Funktionalität, nicht aber das Vorhandensein von einer Intentionalität oder gar eines Bewusstseins. Entstanden ist das Gedankenexperiment vom Philosophen John Searle, das chinesische Zimmer oder Chinese Room Experiment. Stellt euch einen vollständig abgeschlossenen Raum vor, in dem ein Mensch ist, der absolut kein Wort Chinesisch spricht oder gar liest. Nennen wir ihn Alexander. Er bekommt nun von jemandem, der Chinesisch spricht, in Chinesisch formulierte Fragen, schriftlich. Alexander hat eine Anleitung vor sich in seiner Muttersprache, also beispielsweise in Deutsch. Darin steht formuliert, wie er die Anfragen zu beantworten hat. Beispielsweise, wenn dieses Schriftzeichen kommt, antworte hiermit. Das kann natürlich kompliziert werden, klar, aber nehmen wir an, die Anleitungen sind wirklich so vollständig, dass er alles zufriedenstellend beantworten kann. Wenn nun also Franz, der nur Chinesisch spricht, chinesische Fragen in den Raum auf einen Zettel schiebt, ganz nach dem Turing-Test, dann kann Alexander die komplett beantworten. Er überzeugt also Franz, dass er wirklich ein Mensch ist, aber ohne dass er auch nur ein Wort davon verstanden hat, was er da gelesen hat. Oder gar beantwortet oder geschrieben hat. Es ist also eine stumpfe Abarbeitung von Inhalten. Erfolg im Turing-Test, so schlussfolgert John Searle, ist also kein Zeichen dafür, dass ein echtes Verständnis auftritt und ein Bewusstsein vorliegt. Ganz kritikfrei ist aber auch dieses Gedankenexperiment nicht. Selbst wenn Alexander kein Chinesisch spricht, kann ja der Raum mit all seinen Anweisungen quasi Chinesisch sprechen. Das heißt, die Anweisungen selbst sind für die Kritiker ein vollständig denkendes System. Alexander alleine kann zwar kein Chinesisch, aber die Kombination aus Ausführungen, Daten und Anweisungen, die zur Verfügung stehen, die können das. Diese Sichtweise befürwortet damit auch die Möglichkeit einer künstlichen Intelligenz und hält Funktion als ausreichendes Argument für Intelligenz. Und eine weitere Kritik meinerseits wäre, dass Alexander, wenn er einfach keinen Bock hat auf dieses dumme Experiment, den Turing-Test nicht mal bestehen würde und damit 99% von uns das wahrscheinlich niemals bestehen würden. Die eine Seite sieht also eine Intention, also einen Willen sozusagen, wirklich als notwendig für Intelligenz an. Die andere Seite will nur die Funktion. Eine andere Herangehensweise: stellt euch einen unserer nächsten Verwandten vor, den Schimpansen. Haltet ihr Schimpansen für intelligent? Schimpansen können das Verhalten anderer wahrnehmen. Sie können in Tests wahrnehmen, ob ein Versuchsveranstalter ihnen einfach kein Essen geben will oder aber keins mehr hat. Laut Permack und Woodruffs 1978 erschienenem Artikel, der sich der Frage widmet, ob Schimpansen die Theory of Mind haben, wird diese Theorie, zu der auch die Intention übrigens gehört, so beschrieben. Die Theory of Mind ist die Fähigkeit, nicht beobachtbare geistige Zustände wie Wünsche oder Glaubenssätze anderer zu identifizieren, die ihre Aktionen leiten. Schauen wir uns gleich nochmal an. Manche sagen nun, nur ein paar kleine Teile in der DNA eines Schimpansen unterscheiden sich von unserer DNA und wir haben Fähigkeiten, die der Schimpanse nicht mal begreifen kann. Fairerweise verstehen auch Menschen nicht immer alles Menschengemachte, aber jetzt stellt euch nur den Unterschied vor in die andere Richtung. Eine KI beispielsweise, die so viel intelligenter ist, als wir es gegenüber dem Schimpansen sind, die würde ja sofort die Welt übernehmen.
Was genau lässt uns also schlussfolgern, dass eine KI entweder die Welt übernehmen wird, auf der einen Seite, oder auf der anderen Seite nicht mal eine KI ist, weil sie keine Intelligenz hat, wenn auch künstliche. Der große Unterschied liegt in der Perzeption, also was die KI wahrnehmen kann. Ein Schimpanse hat Augen, Ohren, einen Tastsinn, eine Nase und damit auch einen Geruchs- und einen Geschmackssinn. Das sind die klassischen 5 Sinne. Wir führen beispielsweise über unser Sehvermögen so viele Dinge durch, vom Verständnis von Text bis hin zu wahnsinnig kleinen Wahrnehmungen in Gesichtern, die wir als Emotionen deuten. Sind wir von einem Sinn beraubt, gelten wir als eingeschränkt. Klar, wäre aber absolut furchtbar, die ganze Zeit ohne Ton YouTube-Videos schauen zu müssen. Eine KI hat aber vollständig andere Sinne. Ihre Eingabe. Die können Bilder sein, als Variante des Sehens, die allerdings irgendwie keine zeitliche Komponente haben. Das können aber auch Ton, sogar Videos oder Text sein. Gut, von einer schmeckenden KI habe ich bislang noch nichts gehört, aber ich weiß, welche Branche die erste sein wird, die das baut. Anyways, wir haben also eine KI, die imstande ist, Menschen nachzuahmen. Zumindest funktional. Das reicht für manche schon aus. Wir haben aber auch eine KI, die es schafft, Emotionen über Bilder zu erkennen. Vermutlich sogar genauer als 99% von uns. Aber was ist mit Hintergründen, Motivation, Wünschen und Glaubensvorstellungen? Ich habe das zwar auch selbst mal mit ChatGPT ausprobiert, aber spannend fand ich speziell diese Aussage hier. Gebt bei ChatGPT mal Sigh oder Seufz ... ein. Es wird euch fragen, ob es euch in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Als hätte es quasi die Motivation hinter eurem Seufzen verstanden. Das ganze Thema ist hochkomplex und leider für uns als Anwender nicht vollständig fassbar. Denn ChatGPT ist eine Art Anwendung um GPT-3 drumherum. Wir kriegen niemals den ungefilterten Output von GPT-3, denn OpenAI möchte gefährliche Aktionen einfach verhindern. Kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, wo KI eigentlich schon Motivationen und Wünsche von euch erkennt. Social Media Algorithmen wie dieser hier oder auch Werbealgorithmen. Hat man Beef in der Beziehung, bekommt man als erstes Werbung für Dating-Apps angezeigt. Klar, der Zusammenhang liegt irgendwie nahe, lässt uns aber dann doch mal ganz kurz aufhorchen. Stellen wir uns also noch mal ganz kurz die Frage, was einer KI, die eigentlich technisch schon möglich ist, noch im Weg steht, um als wirklich intelligent zu gelten. Dass eben genau diese Frage auch in der Forschung nicht ganz klar ist, haben wir ja schon an Googles Lambda gesehen. Ich arbeite mit der Fachhochschule der Wirtschaft zusammen, die euch unter anderem im Studiengang Data Science genau so etwas anbieten. Denn genau das ist, wie KIs gebaut werden. Durch wahnsinnig viele Daten. Aktuell wandelt sich wegen dieser KI-Revolution, um die sich dieses Video hier dreht, also KIs, die immer besser und intelligenter werden, gerade die gesamte Wirtschaft. Die FADW meinte zu mir, aktuell macht es extrem Sinn, einfach nur technikbegeistert zu sein. Man muss gar nicht mal Nerd oder Könner sein und schon kann man heutzutage einen Job oder einen Studienplatz bekommen. Dafür bietet die FADW die Campus Days an. Die finden am 25.02.2023 in Bergisch Gladbach, Bielefeld, Mettmann und Paderborn statt und sind wirklich für alle geeignet, die einen zukunftsweisenden Karriereweg suchen. Ihr könnt aktuelle Studenten dort treffen, aber auch Professoren und Unternehmen. Wer also das oder einen spannenden Austausch sucht, gönnt euch. Schaut direkt rein und holt euch kostenlos das Infomaterial mit dem Link unten in der Beschreibung. Wir sehen also jetzt schon die ersten Auswirkungen. Die Hürde, in einem komplexen technischen Beruf tätig zu werden, sinkt schon jetzt und das ist großartig. Warum geben wir also ChatGPT oder GPT-3 keinen Zugriff aufs Internet? Oder hat es vielleicht doch schon Zugriff aufs Internet? Naja, beides irgendwie. Hinter ChatGPT steht GPT-3, ein Large Language Model, das auf einem tiefen neuronalen Netz basiert. Die Dinger lernen eigentlich recht simpel. Eingabe rein ins neuronale Netz und Ausgabe raus. Beim Training geben wir einen Haufen an Daten, sowohl als Eingabe und als Ausgabe vor. Das heißt, wenn ich Complete the song Am I Being Honest with Myself? Is this where I'm supposed to be? Eingebe, möchte ich, dass mein Netz automatisch den Songtext von Memphis Mayfire vervollständigt. Simpel, aber das machen wir jetzt eben nicht nur mit einem Songtext, sondern auf über 500 GB von Texten, Wikipedia, Songtexte, alles kommt da rein. Möchte ich auch Bilder verarbeiten, muss ich Bilder irgendwie codieren und eingeben können.
Stellt es euch wie eine Art Gehirn vor, dem wir Daten geben und sagen, was am Ende rauskommen soll. Teilweise hat das eine Ähnlichkeit dazu, wie Menschen in der Schule trainiert werden. Gedichte auswendig lernen zum Beispiel. War genau so. Leider klappt das natürlich auch mit allem Möglichen, wenn man es nicht vorfiltert. 2016 wurde eine KI von Microsoft gebaut, noch ziemlich roh und unvoreingenommen, wie ein Baby eigentlich. Sie hieß Tay, als Akronym für Thinking About You. Microsoft hat sie über Twitter für jeden zugänglich gemacht und erlaubt, dass Tay auf den Nachrichten von Twitter trainiert werden konnte. Da sie allerdings mit ziemlich rassistischen Aussagen gefüttert wurde, wurde sie irgendwann selbst zu einem ziemlichen Troll. Auf die Frage "Did the Holocaust happen?" antwortete sie mit "It was made up". Microsoft nahm den Bot ziemlich schnell vom Netz, hat uns damit allerdings wahnsinnig viel gezeigt. Bei Trainingsdaten kann man unfassbar viel falsch machen. Ist man in eine Richtung gebiased, also hat mehr Trainingsdaten aus einem Trolllager, wird die KI natürlich unverhältnismäßig mehr Troll. Das könnten wir vielleicht auch ein bisschen in unserem Eigenleben mit reinbringen. Gerade KIs sind extrem anfällig, denn sie lernen auf einem riesigen Datensatz. Woher weiß ich denn, ob auf "Is Annie okay" die Antwort Ja oder Nein kommen soll? Hier kommen Ethiker ins Spiel und die selektieren, meist übrigens von Hand, welche Daten sinnvoll für die KI sind und welche nicht. Und natürlich kommen dann solche Artikel zum Vorschein, wo alle erstaunt sind, dass $2 pro Stunde Billiglöhner die über 500 GB an Daten filtern, um zu sortieren, was die KI ethisch gesehen wissen darf und was sie nicht wissen darf. Tja, das nennt sich wohl irgendwie händische Zugangskontrolle. Und das ist der Hauptbestandteil, warum eine KI zu einem rechten Troll wie Tay werden könnte. Zu einem nützlichen Tool wie ChatGPT oder zu einem ziemlich nutzlosen Chatbot. Deswegen sollte man aber absolut vermeiden, dass, was ich als Benutzer eingeben kann, wirklich im Training verwendet wird. Sonst haben wir ziemlich schnell einen neuen Troll. Was ChatGPT also macht, ist eine sehr spannende Zwischenlösung. Was auch immer ihr eingebt, es ist nicht relevant für das Training von GPT-3 insgesamt, zumindest nicht direkt. Es ist aber durchaus relevant für eure Session, in der ihr arbeitet. Das heißt, ihr habt danach Zugriff auf diese Informationen, die ihr eingebt. So habe ich beispielsweise schon zig aktuelle Artikel aus dem Netz einfach reinkopiert in ChatGPT, in mehreren Posts nacheinander und anschließend Textverständnisfragen dazu gestellt. Das funktioniert verdammt gut. Mache ich auch übrigens immer noch mit meinen Skripten von meinen Videos. Ob die von der Formulierung zum Beispiel passen in einzelnen Abschnitten oder ob man da was verbessern kann. Und das ist die eigentliche KI-Revolution, die gerade passiert. Wir haben ein System, das mehr gelesen hat, als ein Mensch es jemals könnte. Ein durchschnittlicher Roman hat 110.000 Wörter. Im Durchschnitt ist ein Wort in unserem Gebrauch ca. 6 Buchstaben lang. Das gilt zwar nur für Deutsch und ist ein ziemlich grober Durchschnitt, aber you know. Also 660.000 Zeichen etwa pro Roman. Dann wurde GPT-3 etwa auf dem Äquivalent von ganz grob 850.000 Romanen trainiert. Wenn ich 80 Jahre alt werde und angenommen, ich kann bei meiner Geburt schon lesen, müsste ich mehr als 29 Bücher lesen. Jeden Tag, um das zu schaffen. Und dann habe ich die nicht auswendig gelernt, sondern nur einmal gelesen. Training heißt bei einer KI meist mehr als 30 Mal verarbeiten und die kann sich dann danach auch dran erinnern. Damit hat KI als Technologie einfach viel mehr Möglichkeiten als ich als Mensch. Diese Kapazitäten steigen noch immer drastisch. Jedes Jahr gibt es stärkere Hardware, schnelleren Speicher und mehr. Bing hat gerade aus Versehen quasi GPT-4 vorgestellt und das ist nochmal deutlich mehr, deutlich größer, deutlich mehr Trainingsdaten, alles. Und das ist die eigentliche KI-Revolution. Wir befinden uns ungefähr hier. Das Moore'sche Gesetz ist relativ pragmatisch und besagt, dass sich die Komplexität integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppeln. Also ungefähr, dass wir alle 1 bis 2 Jahre doppelt so viele Transistoren auf einem Chip haben. Bislang stimmt das ganz grob. Das heißt aber auch, dass wir in etwa alle 1 bis 2 Jahre unsere Rechenleistung verdoppeln. Verdoppeln! Und das heißt, dass alle 1 bis 2 Jahre doppelt so starke KIs möglich sind, die doppelt so viel können. So, und jetzt passiert bei der Theorie der KI-Revolution Folgendes.
KI wird genutzt, um stärkere Technologien zu erschaffen. Zum Beispiel, indem sie einfach synthetische Daten erschafft. Also Daten, die eigentlich so gar nicht existieren, die aber von der KI kommen. Man geht die durch und checkt, ob die richtig sind, und dann nimmt man sie wieder für das Training von der nächsten KI. Das kann in der Medizin, in der Bildung, aber natürlich auch in der Informatik unfassbar nützlich sein. Und damit nutzen wir KI, um bessere KI zu erschaffen. Machen wir das gewissenhaft und vorsichtig, kann das ein sehr mächtiges Tool sein, aber das wisst ihr ja. Aber es führt im Endeffekt, ähnlich wie bei Digitalisierung oder Industrialisierung, auch zu massiven Änderungen von allem, was unser tägliches Leben berührt. Händische Arbeit wird zunächst mal nicht überflüssig, aber KI-gestützt kann sie deutlich effizienter und schneller möglich sein. So wie etwa PCs uns die Arbeit nicht abnehmen, aber eben das Rechnen per Hand mit einem Rechenschieber irgendwie unnötig kompliziert aussehen lassen. Und ja, das wird auch heißen, dass sich Forschung, Jobs und Arbeit ändern werden oder es schon tun. Das kann man gut finden oder nicht, aber es wird einfach kommen. Die Frage ist, wie geht ihr damit um und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Historisch betrachtet führte etwa die industrielle Revolution zu größerer Produktivität und höherem Lebensstandard, weil beispielsweise einfach Essen immer verfügbar war, genauso wie Kleidung oder Haushaltsprodukte, aber leider eben nur für manche, zumindest am Anfang. Die Arbeitsbedingungen waren meist echt mies und die Schere zwischen Arm und Reich ist so richtig aufgegangen. Auch die Umwelt fand übrigens die industrielle Revolution nicht so geil. Ich sehe gerade wieder ähnliche Konzepte, aber ich sehe eben auch die Chance, die Probleme in den Griff zu bekommen, die wir immer noch haben. Bessere Gesundheitsversorgung, Lebensstandard, Umweltschutz, Bildung, Cybersecurity oder unsere furchtbare Bahn als nur ein paar genannt. Aber das sind Themen für andere Videos. Wenn ihr dabei mitwirken wollt, dass es dabei in die richtige Richtung geht und wir endlich gute ITler auf Deutschland loslassen, vergesst nicht, bei der FADW vorbeizuschauen. Ciao.